Vielleicht wandert mein Aerophone AE10 schon bald in die Mottenkiste, denn Roland hat für Anfang 2021 ein neues Modell angekündigt, das Aerophone Pro. Nachdem dieses Jahr bereits Akai ein neues Modell veröffentlicht hat, das EV Solo, und auch Yamaha wieder auf dem Blaswandlermarkt vertreten ist mit dem YDS 150, ist nun Roland an der Reihe. Die Firma hat für Anfang 2021 ein neues Aerophone-Modell angekündigt, das Aerophone AE30 oder Aerophone Pro. Optisch fällt beim Aerophone Pro sofort auf, dass es schlanker ist als das Aerophone AE10. Und diese schlankere Form sieht aus meiner Sicht nicht nur besser aus als beim Aerophone AE10, das etwas dicker ist, sondern bringt auch einen Vorteil beim Spielen. Beim AE10, das relativ dick ist, besteht nämlich die Gefahr, vor allem wenn du kleine Hände hast, dass du beim Spielen aus Versehen die seitlichen Knöpfe hier drückst mit der Handfläche. Und beim Aerophone Pro, das offensichtlich eine stromlinienförmigere Form hat als das AE10, dürfte dieses Problem nicht mehr vorhanden sein. Und deshalb ist das Aerophone Pro nicht nur ein optischer Fortschritt für mich, sondern wahrscheinlich auch ein spielischer Fortschritt in dieser Hinsicht. Das Tastenlayout beim Aerophone Pro entspricht wieder dem Saxophon. Und logischerweise ist dann auch der Saxophon-Fingersatz der Standard-Fingersatz beim Aerophone Pro. Falls du aber willst, besteht die Möglichkeit beim neuen Aerophone-Modell, dass du die Fingersätze für deine Bedürfnisse anpasst. Beim Mundstück setzt das Aerophone Pro auf dasselbe Mundstück wie beim Aerophone AE5, dem Aerophone Go, und beim Aerophone AE01, dem Aerophone Mini. Es ist also nicht das Mundstück des AE10, sondern das Mundstück, das bei den kleineren Aerophone-Modellen bereits eingesetzt wird. Interessant ist im Zusammenhang mit dem Mundstück beim neuen Aerophone Pro, dass Roland in der offiziellen Pressemitteilung darauf hinweist, dass an den Blas- und Bisssensoren geforscht wurde und diese Sensoren im neuen Aerophone-Modell verbessert sind, also reaktionsschneller sind und mehr Ausdruck ermöglichen als bei den anderen Aerophone-Modellen. Das ist für mich eine gute Nachricht, weil ein guter Blas- bzw. ein guter Bisssensor ist entscheidend bei einem elektronischen Blasinstrument und beeinflusst sehr stark, wie gut das Instrument überhaupt spielbar ist oder nicht. Bei den Sounds setzt das neue Aerophone Pro auf zwei Sound Engines. Es gibt erstens die Supernatural Engine, wie das Roland nennt. Diese ist verantwortlich, dass die akustischen Sounds möglichst naturgetreu klingen sollen. Also zum Beispiel die Trompetensounds, Saxophonsounds, Klarinettensounds, aber auch Streichersounds wie Geige oder Kontrabass und so weiter. Diese Supernatural-Klänge gibt es teilweise auch bereits im Roland Aerophone AE10. Die zweite Sound Engine nennt Roland das Zen-Core Synthesis System. Und diese Sound Engine ist zuständig für die synthetischen Sounds des Aerophone Pro und auch für die Perkussionssounds, die es offensichtlich im neuen Aerophone auch gibt. Insgesamt gibt es beim Aerophone Pro über 300 Klänge, die in der internen Soundbibliothek gespeichert sind. Vergleicht man das mit dem Aerophone AE10, dann ist das nochmals ein deutlicher Sprung, was die Anzahl der Klänge anbelangt. Beim Aerophone AE10 sind es etwas mehr als 100. Und auch wenn man es vergleicht mit dem EV Solo, das auch sehr viele Klänge in der integrierten Soundbibliothek gespeichert hat, dann gewinnt das neue Aerophone Pro mit seinen 300 Klängen, denn das EV Solo hat nur 200. Einige dieser Klänge, die im neuen Aerophone Pro vorhanden sind, kannst du in einem Demo-Video von Roland bereits hören. Falls dich das interessiert, dann findest du den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Für das Aerophone Pro gibt es eine Editor-App, die du auf dein Smartphone zum Beispiel laden kannst und die du dann drahtlos mit dem Aerophone Pro verbindest über Bluetooth. Und diese App ermöglicht dir,
die vorhandenen Sounds zu verändern, Einstellungen des Instruments zu verändern oder auch eigene Sounds zu kreieren und abzuspeichern. Die Bluetooth-Funktion unterstützt neben MIDI über Bluetooth auch Audio über Bluetooth. Das heißt, du kannst also einen Song am Smartphone streamen und den Sound über die eingebauten Lautsprecher des Aerophone Pro bzw. über einen angeschlossenen Kopfhörer abspielen und mit dem Aerophone Pro zu diesem Song dann mitspielen, wenn du willst. Der umgekehrte Weg funktioniert nicht. Das heißt, die Bluetooth-Audioschnittstelle unterstützt nur eingehende Signale. Du kannst somit keine Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem neuen Aerophone Pro verbinden. Auch bei den weiteren Anschlüssen geizt das neue Aerophone Pro nicht. Es gibt einen USB-C-Anschluss für MIDI und Audio. Dann gibt es einen Line-Ausgang, wo du ein 6,3 mm Stereo-Klinkenkabel anschließen kannst. Es gibt zudem einen Kopfhörerausgang mit einer 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse. Und interessant ist beim neuen Aerophone Pro, dass es einen MIDI-Eingang und einen MIDI-Ausgang hat mit den klassischen 5-Pin MIDI-Buchsen. Und das heißt, dass du zum Beispiel damit auch einen Fußschalter anschließen kannst an das Instrument, wenn du das möchtest. Weiter gibt es einen AC-Adapter, damit du das Instrument an die Steckdose anschließen kannst. Und selbstverständlich kannst du das Aerophone Pro auch mit 6 wiederaufladbaren Batterien betreiben. Mit voll aufgeladenen Batterien hast du ungefähr 6 Stunden Spielzeit gemäß Bedienungsanleitung. Aufladen musst du diese Batterien aber mit einem separaten Ladegerät. Du kannst also nicht die Batterien im Instrument lassen und dann an den Strom anschließen, um sie wieder aufzuladen. Du musst sie aus dem Instrument entfernen und mit einem normalen Batterieladegerät wieder aufladen. Auf der Rückseite des Instrumentes gibt es, wie üblich bei Blaswandlern, diverse Bedienelemente. Und außerdem hat das Aerophone Pro einen OLED-Bildschirm, einen kleinen. Und diese Anzeige auf diesem Bildschirm ist sicher etwas besser als beim Aerophone AE10 und dürfte deshalb auch die Navigation im Menü des Instrumentes etwas erleichtern. Über den Preis des neuen Aerophone Pro müssen wir natürlich auch noch sprechen. Wenn man es vergleicht mit dem bisher teuersten Modell von Roland, dem Aerophone AE10, dann gibt es einen deutlichen Preissprung. Das Aerophone AE10 kostet im Moment rund 750 €. Und für das neue Aerophone Pro musst du ziemlich genau das Doppelte hinblättern, nämlich knapp 1500 €. Auch wenn man diesen Preis vergleicht mit anderen Blaswandlern von anderen Herstellern, zum Beispiel mit dem IWI Solo von Akai oder mit dem Yamaha YDS 150, dann sind 1500 € relativ viel, weil all die anderen Blaswandler kosten in der Regel deutlich unter 1000 €. Falls dich der Preis aber nicht abschreckt, dann habe ich dir unten in der Videobeschreibung einen Link zur Webseite von Thomann verpackt. Dort kannst du das neue Aerophone Pro bereits vorbestellen. Ausgeliefert wird es Anfang 2021, einen genauen Termin habe ich nicht gefunden, das wird aber irgendwann im Januar oder Februar sein. Obwohl der Preis des neuen Aerophone Pro relativ hoch ist, sind diese ersten Informationen, die ich zum neuen Aerophone-Modell von Roland gefunden habe, sehr interessant, finde ich. Das Instrument wird zwar beworben von Roland als Profi-Instrument, also als Blaswandler für professionelle Musiker, aber auch für mich als Hobbymusikant ist es ein sehr interessantes Instrument. Und zwar nicht nur, weil es mehr Sounds hat als das Aerophone AE10, sondern weil Roland offensichtlich das Aerophone auch technisch weiterentwickelt hat. Das heißt, wenn die Blas- und Bisssensoren im neuen Aerophone Pro tatsächlich nochmals deutlich besser sind als in den anderen Aerophone-Modellen, dann bedeutet das auch für mich als Hobbymusiker, dass das Instrument
schneller reagiert, besser reagiert und somit auch einfacher zu spielen ist für mich. Und deshalb werde ich das Instrument auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe mich zwar noch nicht entschieden, es zu kaufen, aber die Option besteht. Und falls ich es dann tatsächlich kaufe, dann erfährst du es auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Soweit meine Gedanken zum neuen Aerophone Pro. Gerne darfst du auch in die Kommentare unten schreiben, wie dein erster Eindruck ist dieses neuen Blaswandlers von Roland. Von meiner Seite war es das aber für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.